Moin Moin, herzlich willkommen zum nächsten Besuch in Jordanien, in Amman. Heute wieder auf den Zitadellenhügel mit Khaled zusammen. Schauen wir uns heute wieder an. Bestes Wetter, wir haben 27 Grad, absolut genial. Und ich liebe Jordanien immer mehr, denn heute Morgen bin ich in Jordanien geimpft worden mit BioNTech Pfizer, völlig problemlos. Hat Khaled für mich organisiert. Und jetzt machen wir einen schönen Rundgang über den Zitadellenhügel hier in Amman. Schaut selbst. So, was wir jetzt hier haben, auf dem Zitadellenhügel ist so eine alte Kirche, eine alte Basilika. Und da gehe ich jetzt mit euch mal hinein. Und der Khaled erzählte mir, alles was hier mal drin war, ist natürlich geplündert worden im Laufe der Zeit. Es gibt hier noch so einen schönen Gang. Da gehe ich mal jetzt rein mit euch, mal schauen. Unterschiedliche Räume, die man hier noch so erkennen kann. Im Hintergrund werdet ihr vielleicht Musik hören, weil hier ist eine Veranstaltung auf dem Zitadellenhügel. Da hinten im Hintergrund seht ihr die Zitadelle, dann im Hintergrund Amman. Und man entdeckt komischerweise immer wieder was Neues, obwohl ich jetzt das zweite Mal hier bin. Es gibt so viel zu entdecken in Jordanien. Also, ich kann euch nur empfehlen, mal nach Jordanien zu kommen. Hammer. Das ist hier das Zentrum des Berges gewesen. Man sieht hier zwei Reihen, rechts und links. Da sollten die Geschäfte gewesen sein. Und da hier oben, oberhalb des Berges, sieht man eine Mauer. Sie ist die Überreste einer umayyadischen Moschee. Die Umayyaden, unserer Herrscher, aus dem 8. Jahrhundert nach Christus. Die kamen nach Jordanien aus Damaskus. Die sind eigentlich geflohen oder gekommen von Mekka wegen eines Streites damals im 8. Jahrhundert nach Christus. Und hier ist der Eingang eines Palastes, sogenannte der Umayyadische Palast, auch aus dem 8. Jahrhundert nach Christus. Von außen sieht wie eine Moschee aus, aber von innen wird das anders betrachtet. Gehen wir jetzt hinein in die Empfangshalle oder Audienzhalle. Wie ihr seht, als erster Eindruck, das ist hier in Kreuzform. Ja, viele Leute vermuten, es war eine Kirche zuerst. Und darauf haben die Muslime ihren Palast gebaut. Und meine Vermutung oder meine Meinung nach, es war zuerst hier ein alter römischer Tempel. Durch die Steine hier, siehst du diese Steine? Man kann mehrere Größe oder Formen der Steine identifizieren. Wenn der Stein so rechteckig, ja, siehst du, so groß, wir als Archäologen sagen, es war ein römischer Stein. Ein bisschen kleiner, quadratisch von der Form her, das ist die byzantinische Zeit. Und diese kleinen Steine überall, so klein, manchmal unregelmäßige Steine, aber ja, von der Form ein bisschen kleiner, das ist aus der islamischen Zeit.
Das heißt römisch, christlich und dann islamische Zeit. Und diese holzige Kuppel haben die Spanier, die als Archäologen hier gearbeitet haben, darauf gestellt. Vom Aussehen ist hässlich und passt nicht hinein. Die dunkle Farbe hier ist Überreste eines Brandes. Da war hier ein Erdbeben. Und wenn ich während dieser Woche von einem Erdbeben erzähle, dann das Jahr 749 nach Christus. Das schlimmste Erdbeben Jordaniens. Jordanien liegt auf diesem Weg oder auf der Linie zwischen Türkei bis Äthiopien. Das ist sogenannte Grand Canyon. Diese 1600 Kilometer lang. Und theoretisch alle 70 Jahre, theoretisch, erlebt mein Land ein schweres Erdbeben. Das letzte Jordaniens war 1939 und das nennt man Jericho-Erdbeben, weil Jericho damals offiziell eine jordanische Stadt gewesen. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Mal wieder in der Zitadelle, auf dem Zitadellenhügel. Da oben fliegt gerade ein schönes Flugzeug, Militär. Und heute steht nur Amman auf dem Zettel. Das heißt heute Zitadelle. Heute Nachmittag fahren wir dann noch runter in die Stadt. Und heute Abend geht es dann zu Mohammed. Lecker zum Essen. Freue ich mich schon richtig drauf. Yusuf und Mohammed wiederzusehen und lecker zu essen. Und morgen nächstes Highlight. Dazu morgen aber mehr. Dann morgen geht es wieder in eine sehr, sehr bekannte Stadt. Ungefähr so eine knappe Stunde von Amman entfernt. Und seid gespannt. Und dann gibt es noch ein Highlight. Dazu gebe ich euch schon mal eine Info. Wir werden in Wadi Ram komplett durchfahren bis zur saudi-arabischen Grenze. Das wird richtig gut. Mal abwarten, was dann noch so kommt. In den Jahren so eine Figur, Statue, 13 Meter hoch, hier mitten auf dem Tempel gefunden. Deswegen bekam der Tempel den Namen Herkules-Tempel. Eigentlich, meiner Meinung nach, ist es ein Fantasiename. 13 Meter hoch. Und da sind die drei Finger und der Ellbogen von dem Herkules.